Ordnung ist das halbe Leben. Neues Projekt, Werkstatt Picobello machen und dann können wir mit einem neuen Projekt starten. Und herzlich willkommen auf der Mopedinsel. BMW R100 GS gespannt. Es geht weiter. Die Kinder sind auf Skikurs und wir kümmern uns heute um den Hilfsrahmen. Und zwar nehmen wir den deswegen runter von der Zugmaschine, damit es der Schlosser leichter tut beim Umschweißen vom Seitenwagenrahmen. Der ist eigentlich original für Uralmaschinen. Ich habe kein Ural, ich habe BMW R100 GS mit einem Hilfsrahmen und da gehören ein paar Anschlüsse abgeändert. Wie wir sehen, habe ich immer noch keine Hebebühne, aber sie ist bereits bestellt und wird hoffentlich nächste Woche geliefert. Das heißt, das Runternehmen von dem Hilfsrahmen ist hoffentlich die letzte Arbeit, die ich am Boden kriechend bewerkstellige. Noch einmal zum Hilfsrahmen selber. Das ist der Hilfsrahmen, geht da runter, unter den Motorblock durch, geht da wieder rauf, ist da oben verschraubt, ist er unten bei den beiden Motorhalterungen mitgeschraubt, da ist er da mit der Achsaufnahme mitgeschraubt, da hinten ist er nochmal mit dem Fußrasten mitgeschraubt. Wir werden das Motorrad jetzt da ein Stück nach vorrutschen, dann werden wir es kurz mit dem Angeber hochheben, werden einen Montageständer drunter geben, damit es auch wirklich fest steht. Dann werden wir einen Tank runternehmen, hoffentlich ist da nicht viel Benzin drinnen. Dann werden wir die Schrauben lösen, den Hilfsrahmen runtergeben und den Hilfsrahmen dann auf meinen Beiwagenrahmen raufgeben und dann schauen wir uns das Weitere dann draußen an. Auf los geht's los! Los! Wir sind nicht viel gefahren seit dem letzten Zusammenbauen und haben alles schön eingefettet, alle Schrauben gehen gut auf, also eine leichte Übung. Im Moment noch. Alle Schrauben sind weg, das heißt eigentlich müsste jetzt runtergehen der Hilfsrahmen. Probieren wir es. Schauen wir da vorne. Da kommt er auch schon. Ja, der Bremshebel ist wieder mit dem Weg. Beim Bremshebel kann ich mich erinnern, war irgendwas. Wie ist denn das gegangen? Nehmen wir die Bremspumpe runter, ich glaube, dann ist es leichter. Gut, dass wir das zerlegt gehabt haben. So, jetzt ist er aus dem Weg. Und jetzt geht er ganz leicht runter. Tada! Da ist er! Hilfsrahmen ist nach unten. Dann werden wir da noch die Handbremse runterschrauben und dann gehen wir raus zum Beiwagenrahmen. Ordnung ist das halbe Leben, da sammeln wir alles und deswegen haben wir zuerst die Werkstatt zusammengeräumt, bevor wir angefangen haben, weil immer neues Projekt, Werkstatt Picobello machen und dann können wir mit einem neuen Projekt starten. Gut, wie ihr das seht, das ist der Rahmen vom Beiwagen, das ist die hintere Aufnahme beim Hinterrad, das ist die Aufnahme beim Vorderrad. Da haben wir einen Hilfsrahmen dazu, der verbindet sich, der wird dann da eingehängt. So hängt es dann an den Kugelköpfen drauf und dann haben wir da noch die vordere Strebe, die verbindet dann den Beiwagenrahmen mit dem Hilfsrahmen. Die kommt da rein und dann wird es da oben zusammengehängt. Also so schaut das Konstrukt aus. Beiwagenrahmen, Hilfsrahmen ist da verbunden. Die vierte Aufnahme ist da oben, die ist dann direkt mit dem Motorrad verbunden. Und diese beiden Aufnahmen passen eben nicht beim neuen Rahmen. Also wir werden jetzt das Boot vom Beiwagenrahmen runternehmen und dann werden wir noch die da hinten runterschneiden, weil die brauchen wir nicht mehr. Und der Schlosser wird wahrscheinlich die komplette Aufnahme brauchen, weil die wieder da abschneiden, die ist ja da angeschweißt und dann am neuen Rahmen raufgeben. Nächster Schritt, Boot vom Beiwagenrahmen trennen und dann schauen wir uns das mit dem Hilfsrahmen an. Wir trennen jetzt das Boot vom Beiwagenrahmen. Das sind, was sind das? 2, 4, 6 Schrauben. Geht ganz leicht. Wenn ins Boot reinschauen, 1, 2, 3, 4. Die sind unten zum Gegenhalten. Und dann machen wir den Kofferraum auf, tauchen ein und dann haben wir da 1, 2, die sind da unten mit den Gummilager verschraubt und dann kann man schon das ganze Boot hochheben und dann zaubern wir es der Viere auf die Holzflecke. Alle Schrauben sind offen. Jetzt zaubern wir das Boot daher. Simsalabim, da ist es schon. Da wir den Beiwagenrahmen lackieren werden wir gleich von allem befreien, was uns auch beim Lackieren im Weg sein könnte. Außerdem tut es das Schloss auch leichter.
Wir werden jetzt da am Rahmen auch noch die Schwinge runternehmen, weil ich da ja auf Scheibenbremse umgebaut habe und weil ich auf neuen Rahmen auch wieder mit der Scheibenbremse fahren will. Und dann flexen wir das Rohr dann noch weg, putzen das ein bisschen und dann ist der Rahmen fertig zum Abtransport. Und wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, die vordere Aufnahme ist beim neuen Rahmen genauso wie beim alten Rahmen. Und man schaut, kommen wir da absolut nicht hin. Das passt hinten und vorne nicht. Ich schneide jetzt nur noch die eine Streben da runter, putze das mit der Flex an, dass ich mir noch helfen beim Verladen von den beiden Rahmen und dann geht es ab zur Schlosserei. Mehr, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Ciao!